Flying Blue hat gerade seine Meilen entwertet und die Einstiegspreise im Awardchart für Flüge mit Air France und KLM teilweise sehr deutlich erhöht. Auch Flüge mit Partner-Airlines sind davon betroffen. Die Entwertungen sind offenbar härter, als es auf den ersten Blick aussieht. Und von den besseren Verfügbarkeiten zum neuen Einstiegspreis, die von Flying Blue im Gegenzug versprochen worden sind, ist zumindest Stand jetzt nicht zu sehen. Was ist da los bei Flying Blue? Darüber reden wir in diesem Video. Ja, ich hatte mich gerade ein bisschen mit Flying Blue angefreundet, nachdem ich das Programm von Air France KLM wegen des dynamischen Pricings eigentlich jahrelang gemieden hatte. Aber im Oktober 2023 hatte Flying Blue allerdings die Einstiegspreise für Prämienflüge nach Nordamerika und Mexiko auf 50.000 Meilen gesenkt. Vorher war das irgendwas zwischen 50 und 70.000 Meilen, die da erhoben worden waren. Und das war so ein bisschen gegen den Trend und das hatte mir ganz gut gefallen. Denn während alle anderen Award-Programme, Vielfliegerprogramme eben entwertet hatten und die Preise immer teurer wurden, hat Air France KLM bei Flying Blue da eben ein Zeichen gesetzt dagegen und hat eben mal Preise gesenkt. Und mindestens an die US-Ostküste und nach Mexiko gab es zu diesem Preis auch tatsächlich Verfügbarkeiten, relevante. Und die Verfügbarkeiten zu den neuen Einstiegspreisen Richtung Südamerika, Fernost, Südostasien, die zu dem Zeitpunkt, also Oktober 2023, dann einheitlich bei 70.000 Meilen lagen, die waren sichtbar verbessert worden. Das war also eine gute Entwicklung. Dann kam noch dazu, dass Flying Blue angekündigt hatte, dass Stopover auf Oneworld Awards zukünftig kostenlos auch dazu gebucht werden könnten. Auch eine tolle Entwicklung, weil man so mitunter eben tatsächlich 2 Reisen zum Preis von einer buchen konnte. Das war also gar nicht schlecht. Die Preise waren seit Ende 2023 ungefähr auf dem Niveau von Miles & More, ohne aber eben die grässlich hohen Treibstoffzuschläge zu erheben. Flying Blue erhebt tatsächlich Treibstoffzuschläge von Air France und KLM, gibt diese also weiter. Doch diese sind vergleichsweise mild und summieren sich mit den Steuern und Gebühren für Business-Class-Flüge auf etwa 300 Euro One-Way auf, während man bei Miles & More bei der Lufthansa-Gruppe eben schon bei über 400 Euro liegt für die gleichen Flüge. Im Dezember 2024 gab es um Weihnachten herum dann so ein bisschen Aufregung, weil es plötzlich eine deutliche Erhöhung von Preisen für Awardflüge mit den Partner-Airlines von Flying Blue gab. Und hier gab das Management aber kurzfristig Entwarnung und bezeichnete diese Entwertung als einen technischen Fehler, der auch tatsächlich dann am nächsten Tag wieder zurückgenommen worden war. Das wäre auch ein sehr unfreundlicher Akt gewesen. Ich glaube, es war der erste Weihnachtstag auch noch. Also über Weihnachten den Leuten als Geschenk sozusagen unterm Tannenbaum eine deutliche Entwertung der Meilen zu präsentieren. Jetzt wissen wir, dass es sich also offenbar doch nicht um einen technischen Fehler gehandelt hat, sondern einfach den falschen Zeitpunkt für die Veröffentlichung. Was ist jetzt passiert? Seit Montag, 13. Januar 2025, sind die Einstiegspreise für Air France und KLM großflächig erhöht worden, teilweise auch sehr deutlich erhöht worden. In der Monatsansicht werden oft noch niedrigere Erhöhungen vorgetäuscht, als es tatsächlich der Fall ist. Das ist ja auch ein beliebtes Instrument, um eben schlechte Nachrichten erstmal gar nicht so schlecht erscheinen zu lassen. Wenn ihr euch aber in der Wochenansicht beziehungsweise in der Tagesansicht durchklickt, dann seht ihr eben den tatsächlichen Preis und der ist eben leider oft deutlich teurer als der Preis in der Monatsansicht. Also bewertet das, was bei Flying Blue im Moment passiert, nicht nur anhand der Preise in der Monatsansicht. Und die sind zwar auch schon deutlich teurer, aber immer noch so im Rahmen, wo man sagen würde, naja, wenn dafür dann tatsächlich die Verfügbarkeiten besser wären, dann würde ich mir das ja noch antun. Aber ihr müsst euch durchklicken, um zu sehen, dass dann an den Tagen, wenn zum Beispiel eben 85.000 für einen Flug Richtung Asien oder Richtung Südamerika in der Monatsübersicht steht und ihr dann reinklickt, dann sind das oft eben Preise von 110.000 als niedrigste Preise, die euch da angeboten werden. Also die faktische Devaluation der Meilen, die ist noch viel, viel dramatischer, als man das in der Monatsübersicht alleine sehen kann. Teilweise werden in der Tagesansicht dann aber auch günstigere Preise offenbart, was vor allem dann passiert, wenn es einen Partner gibt, der die Strecke eben auch bedient. Auf den Strecken nach Dubai oder Indien sind Prämienflüge paradoxerweise mit Oman Air oder mit Etihad günstiger als mit Air France oder KLM. Man muss wohl allerdings befürchten, dass Flying Blue da einfach mit der Entwertung noch nicht am Ende ist. Die haben wahrscheinlich angefangen mit den Preisen für Air France und KLM und ich kann mir nicht vorstellen, dass es dauerhaft so bleibt, dass ein Flug von Frankfurt nach Delhi zum Beispiel mit Air France 85.000 Meilen kostet und mit Etihad nur 69.500. Das würde keinen Sinn machen und deshalb habe ich so ein bisschen den Verdacht, dass wir da die ganze Breite der aktuellen Entwertung noch gar nicht gesehen haben,
weil das wahrscheinlich noch im Fluss ist. Wie sehen die neuen Preise bei Air France, KLM, Flying Blue jetzt aus? Also die Einstiegspreise, es ist ja ohnehin ein dynamisches Preissystem, wo nach oben hin keine Grenzen gesetzt sind. Das ist auch weiterhin so. Aber es gibt eben neue Einstiegspreise und das ist eben USA und Mexiko waren das bisher 50.000 Meilen und es sind jetzt zukünftig 60.000 Meilen als Einstieg. Ne? Das, wie gesagt, nach oben hin ist dann keine Grenze gesetzt. Südamerika sehe ich 85.000 Meilen. Teilweise sieht man 80.000 Meilen erst in der Wochenansicht. Das ist also tatsächlich ein bisschen niedriger. Aber der Regelfall ist eher, dass es eben 85.000 Meilen sind. Da war der Einstiegspreis bisher 70.000 Meilen, wobei man der Fairness halber eben dazu sagen muss, dass es für 70.000 Meilen auch nur ganz wenige Verfügbarkeiten gegeben hat. Und man hatte, wenn man Glück hatte, dann hat man was für 77.000 Meilen gefunden, so ging es mir jedenfalls. Der gleiche Einstiegspreis wie für Südamerika gilt jetzt eben auch für Südostasien und auch für Fernost, also im Grunde genommen den ganzen Bereich Asien und tatsächlich auch für Indien. 85.000 Meilen für einen Flug nach Indien. Ich hatte es gerade schon gesagt, mit Partnern ist es mitunter ein bisschen günstiger. Wenn man als Vergleich immer mal noch Miles More heranzieht, dann haben wir da natürlich schon eine deutliche Diskrepanz. Denn nach Indien kommt ihr mit Miles More Meilen ja noch für 56.000 Meilen. Und nach Asien ist es mit Miles More 71.000 Meilen, nach Südamerika auch 71.000 Meilen. Da ist also die Differenz zu den 85.000 Nominalpreis bei Flying Blue kein so wahnsinnig großer Unterschied. Aber wie gesagt, ihr müsst euch durchklicken zur Tages- oder zur Wochenansicht, um zu sehen, dass es dann für 85.000, selbst da, wo es eben in der Monatsansicht angezeigt ist, faktisch dann doch gar keine Verfügbarkeiten gibt, sondern die Preise dann eher bei 98.000, 110.000 Meilen liegen. Und das ist dann natürlich ein deutlicher Unterschied zu den bisherigen Preisen. Wie sieht es mit Afrika aus? Südafrika waren bisher auch schon 70.000 Meilen, also auch deutlich mehr als bei Miles More mit 56.000 Meilen. Kostet jetzt 85.000 Meilen. Tatsächlich habe ich bei einer kleinen Recherche Richtung Johannesburg keinen einzigen Preis für 85.000 Meilen gefunden. Etihad war mit 98.500 da der günstigste Preis und mit Air France KLM habe ich keine Verfügbarkeit unter 100.000 Meilen gefunden. Ein bisschen anders war es Richtung Kapstadt. Da gab es tatsächlich auch Verfügbarkeiten für 85.000 Meilen mit Air France KLM, aber sehr wenige konnte man wirklich mit der Lupe suchen. Dann eine deutliche Preissteigerung. Ich meine, das war vorher anders. Ich kann es allerdings nicht mehr beschreiben. Richtung Nairobi, Kenia, also auch die Teile in West- und Ostafrika, die bisher eigentlich günstiger waren als Südafrika, kosten jetzt auch 85.000 Meilen. Aber auch da das Gleiche für 85.000 Meilen, die in der Monatsübersicht angezeigt werden, findet man faktisch mit Air France und KLM dann kaum Verfügbarkeiten, jedenfalls sehr wenige. Sehr viel öfter findet ihr als Einstiegspreise 110.000 Meilen für einen Flug nach Nairobi zum Beispiel, statt 85.000 Meilen. Etihad ist auch hier mit 80.500 Meilen bisher noch am günstigsten. Wie gesagt, auch da rechne ich damit, dass das nicht lange Bestand haben wird, sondern da wird wahrscheinlich noch weiter devaluiert werden. Ansonsten würde das ja einfach keinen Sinn machen. Wenn wir das vergleichen mit den Preisen bei Miles More, dann muss man natürlich sagen, dass wir da schon im absurden Bereich sind bei Flying Blue. Bei Miles More kostet dieser Bereich von Afrika, Nairobi und ja auch Tansania nur 35.000 Meilen One-Way in der Business Class. Und wenn ihr da bei Air France KLM faktisch 110.000 Meilen als niedrigsten Preis zahlen müsst, dann ist es das Dreifache, mehr als das Dreifache von dem, was ihr bei Miles More zahlt. Und ja, da brauchen wir, glaube ich, nicht lange drüber reden. Auch in Südostasien werden zwar 85.000 Meilen als neuer günstigster Preis in der Monatsübersicht angezeigt, aber Singapur habe ich als günstigsten Preis 95.000 Meilen gefunden. Seoul zum Beispiel in Fernost wird auch 85.000 angezeigt, aber der günstigste Preis ist großflächig 103.000 Meilen. Auch nach Bangkok gibt es da wenige Verfügbarkeiten für die angezeigten 85.000 Meilen. Das ist also insgesamt schon sehr ärgerlich, weil es doch eine sehr großflächige und auch eine sehr brutale Entwertung ist, faktisch. Und wie ist es jetzt mit dem Versprechen, die Preise zu erhöhen, aber dafür auf der anderen Seite mehr Verfügbarkeiten zur Verfügung zu stellen? Das ist so ein bisschen wie in der Politik, wenn Politiker Steuererhöhungen damit rechtfertigen, dass man das Geld dann für die Bildung der Kinder ausgeben würde. Das ist so eine schöne Phrase, die kommt dann ganz gut an und das nehmen Menschen dann eher in Kauf, wenn für die Kinder was getan wird und dann sieht man 10 Jahre
später. Die Bildung ist immer noch genauso lausig wie vorher. Also es ist da auch einfach viel Wording ohne echte Substanz. Im Vielfliegerbereich haben wir ja nun in den letzten Jahren jede Menge Meilenentwertungen gehabt, die sehr oft damit begründet wurden, dass es dann dafür eben auch bessere Verfügbarkeiten geben würde. Ich kann mich nur an einen einzigen Fall erinnern, wo ich das tatsächlich auch nachvollziehen konnte, und das war bei Cathay, also Asia Miles, die im Oktober 2023 ihren Award-Chart entwertet haben, auch ziemlich brutal. Und die haben dafür tatsächlich allerdings erheblich bessere Verfügbarkeiten dann eingepflegt, mindestens für Cathay selbst, Cathay Pacific selbst. Bei allen anderen Vielfliegerprogrammen ist das Gerede. Also es wird behauptet, man würde dafür mehr Verfügbarkeiten freigeben. Das passiert dann in den ersten Tagen und Wochen für die Blogger und Influencer. Und dann auch, dass das dann ganz toll aussieht, dass da überall Verfügbarkeiten sind, plötzlich zu den neuen Preisen. Aber es hat sich eben in der Praxis gezeigt, dass das dann sukzessive wieder zurückgefahren wird und man dann so nach ein paar Monaten im Grunde genommen die gleiche Situation hatte, was die Verfügbarkeiten angeht, wie vor der Entwertung, nur dass jetzt eben die Premiumflüge dann deutlich teurer sind. Programme mit einem dynamischen Award Pricing haben dazu ja noch den Vorteil für die Airlines, dass das Anwachsen von Verfügbarkeiten eben schlechter nachvollziehbar ist. Das gilt insbesondere, wenn das Programm wie Flying Blue eben eine Kalenderfunktion verwendet, die auf der Monatsansicht dann eben niedrigere Preise vortäuschen kann, als sie letztlich in der Tagesansicht wirklich zu finden sind. Viele, die einen Artikel darüber schreiben, viele Blogger, die gucken dann eben nur mal schnell so, klicken das Jahr durch in der Monatsansicht und sehen, ach ja, da sind ja eine ganze Menge Verfügbarkeiten zu 85.000 eingepflegt. Machen sich dann aber nicht die Mühe, wirklich in jedem Fall dann reinzuklicken und zu gucken, gibt es denn wirklich an dem Tag auch Verfügbarkeiten für 85.000? Und das ist eben bei Flying Blue ganz offensichtlich nicht der Fall. Da wird also mit falschen Karten gespielt. Wen treffen eigentlich unangekündigte Entwertungen über Nacht besonders? Das ist ja das, worüber wir uns alle immer ärgern, dass die Entwertungen nicht angekündigt werden mit einer bestimmten Ankündigungsfrist, sondern dass einfach über Nacht die Preise hochgehen. Und es ist, wie ich finde, schon ein bisschen ironisch, dass Vielfliegerprogramme mit den unappetitlichen, unangekündigten Devaluationen vor allem die loyalsten Kunden treffen, nämlich die über Jahre Flüge dort kreditieren und Meilen ansammeln. Meilensammler wie wir, die schieben ihre konvertierbaren Punkte von Amex oder auch von Revolut dann zu Flying Blue, wenn sie eine Einlösung planen. Das heißt, ich habe jetzt bei Flying Blue, glaube ich, noch 30 Meilen liegen gehabt aus irgendeinem Grund. Das heißt, mich trifft das jetzt nicht so wahnsinnig. Ich werde einfach dann bei Flying Blue nicht mehr buchen oder nur dann buchen, wenn es tatsächlich für die Route, die ich fliegen will, das günstigste Angebot ist. Aber die Leute, die eben einen Status haben bei Flying Blue und die eben auch all ihre Flüge immer brav anschreiben lassen, die sind halt in den Hintern gekniffen, weil deren Meilen jetzt über Nacht eben deutlich weniger wert geworden sind. Jetzt haben wir in den ersten 2 Wochen dieses neuen Jahres schon 2 heftige Nachrichten bekommen. Das erste war British Airways, die eben auf ein umsatzbasiertes Statussystem umsteigen. Jetzt eine Woche später zieht Air France Flying Blue hinterher mit einer Entwertung des Award-Charts, das ja im Grunde genommen auch keine wirklich gute Idee ist. Also man hätte ja auch den Ball, den British Airways da sozusagen in das Feld der europäischen Konkurrenz gespielt hat, hätte man ja aufnehmen können und sich einfach auch attraktiver machen können. So wie Flying Blue das ja vor 2 Jahren auch schon mal versucht oder auch gemacht hatte. Aber ich nehme an, dass diese Entwertung schon deutlich vorher geplant war und dass man das dann natürlich nicht einfach kurzfristig wieder zurückzieht, weil British Airways da plötzlich irgendwas Schlechtes angekündigt hat. Also wie wird es weitergehen? Einige Blogger aus dem englischsprachigen Raum sehen eine größere Devaluation der Avios-Programme am Horizont aufziehen. British Airways und Qatar Airways haben sich von Award-Charts ja schon längst verabschiedet und bepreisen ganz gezielt bestimmte Partner höher, also mindestens British Airways macht das, indem sie eben die Preise für Japan Airlines, Cathay Pacific, American Airlines bei Domestic Flights in den letzten Jahren eben ganz gezielt einzelne Preise deutlich erhöht haben. Und es gibt ja bereits eine Dynamisierung der Preise bei den Avios-Programmen durch die Peak- und Off-Peak-Season und den Flex-Tarif bei Qatar Airways. Da hat man also schon unterschiedliche Tarife zu unterschiedlichen Zeiten. Und gerade bei Qatar Airways ist in der letzten Zeit auch schon aufgefallen, dass Preise aufgerufen wurden, die keine Muster zuzuordnen waren. Also die weder Sinn gemacht haben mit den Off-Peak-Season oder
oder High-Season-Preisen, eben noch mit dem Flexi-Preis. Und einige werten das eben schon als einen Schritt zum Full Dynamic Pricing, dass die also mindestens bei British Airways und bei Qatar Airways Privilege Club sieht man das eben aufziehen, dass die irgendwann dann auch auf komplett voll dynamisch umsteigen. Da bin ich noch ein bisschen indifferent, bin ich nicht sicher, ob das tatsächlich passieren wird. Eher könnte ich es mir tatsächlich bei British Airways vorstellen, die sich ja ohnehin schwer tun, eben mit einem einheitlichen Pricing zu arbeiten, wie wir in den letzten Jahren gesehen haben. Bei Qatar Airways konnte man das eigentlich bisher so noch nicht nachvollziehen. Die haben also auch diese einzelnen Entwertungen, die British Airways bei Cathay oder bei Japan Airlines vorgenommen haben, hat ja Qatar Airways nicht nachvollzogen. Da kann man eben diese Partner weiter günstiger buchen als eben bei British Airways. Bei dem British Airways Club, wie er jetzt ja neuerdings heißt, da muss man mal abwarten. Also die Entwertung von Flying Blue Meilen über Nacht ist ein weiteres Beispiel dafür, wie wichtig es ist, Meilen idealerweise nicht direkt bei einem Programm zu sammeln, sondern eben mit konvertierbaren Währungen wie den Amex Membership Rewards Punkten zu arbeiten, die man dann eben flexibel bei dem Vielfliegerprogramm einsetzen kann, das für die gewünschte Route den besten Wert bietet. Ja, soweit zu den Entwertungen bei Flying Blue. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne ein Like oder spendiert mir auch gerne einen Kaffee. Den Link dafür gibt es wie immer dort oder dort oder dort. Und hier geht es jetzt weiter mit meinem Video über die Veränderungen bei dem Statussystem von British Airways. Wer das Video noch nicht gesehen hat, der sollte unbedingt dranbleiben und schaut euch das dann auch noch an. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann abonniert gerne meinen Kanal und dann sehen wir uns bald wieder. Vielen Dank und tschüss.